Mit Tempest Rising steht uns noch dieses Jahr ein waschechtes RTS-Brett ins Haus, welches sich sehr stark an den alten Command & Conquer Spielen orientiert und daher auch durchaus als inoffizielle Fortsetzung betrachtet werden kann. Wem Tempest Rising noch gar nicht sagt, der sei hier mal kurz abgeholt. Das Echtzeitstrategiespiel orientiert sich stark an Command & Conquer, besitzt aber nicht die Rechte an der Marke, die nach wie vor bei EA liegen. So muss ein eigenes, neues Setting herhalten. Das Spiel spielt nach dem Dritten Weltkrieg in einer fiktiven Welt von 1997. Als Folge des Krieges bzw. des nuklearen Fallouts hat eine mysteriöse Pflanze, genannt Tempest, die Welt überwuchert. Nach einigen Jahren des Friedens gründet sich die sogenannte Tempest Dynasty, eine von 3 Fraktionen im Spiel. Diese wollen mit der Tempest-Pflanze Supersoldaten züchten und erinnern dabei sehr stark an die frühere Nod aus C&C. Die Global Defense Force, kurz GDF, ist wiederum das Äquivalent zu den GDI aus C&C. Diese forschen ebenfalls mit der Tempest-Pflanze und versuchen diese aber eher einzudämmen, da von dieser gefährliche nukleare Strahlung ausgeht, die aber wiederum als Energiequelle nutzbar gemacht werden soll. Es kommt also, wie es kommen muss. Beide Fraktionen kämpfen bald in einem weltumspannenden Konflikt um die Ressource Tempest und ihre Vorstellung der zukünftigen Weltideologie. Auch eine dritte Fraktion soll es geben, dies ist aber noch geheim. Tempest Rising orientiert sich dabei nicht nur an Command & Conquer, nein, es ist Command & Conquer durch und durch. Sogar diverse Fans der alten Spiele wurden aktiv angesprochen, interviewt oder sogar direkt ins Boot geholt. So funktioniert Community-Arbeit. Wie im Original klickt ihr euch durch eine Weltkarte in die nächste Mission, bekommt schicke Render-Intros und habt dann das gleiche gewohnte Gameplay vor euch. Lediglich auf echte Schauspieler müsst ihr verzichten. Das Spiel ist dabei so angelegt, dass es keine Guten oder Bösen in diesem Sinne gibt. Für welche Fraktion ihr euch entscheidet, liegt ganz bei euch. Euch sollen 2 spannende Singleplayer-Kampagnen erwarten, in denen ihr ebenfalls C&C-typisch den Ausgang des Krieges bestimmt. Grafisch ist es wieder einmal beeindruckend, was mit der Unreal Engine so alles möglich ist. Mit großem Team von fast 100 Leuten arbeitet man nun bereits seit 4 Jahren an Tempest Rising. Der Release soll noch dieses Jahr exklusiv für PC auf Steam erfolgen und dabei ca. 40 € kosten. Übrigens nicht als Early Access Spiel, sondern direkt als Full Release. Wie sehr habt ihr ein Echtzeitstrategiespiel im Style von Command & Conquer vermisst? Ab in die Kommentare damit! Und für alles weitere rund um Aufbau und Echtzeitstrategiespiele einmal eben die Zocker Lounge abonnieren. Strong though they may be, they are still flesh and bone. Get to work.